Es ist Montag, das bedeutet, ich stelle mich wieder kurz vor. Ich bin Laura, das ist mein Abnehmen-Vlog und hier geht es um wirklich langsames Abnehmen, weil ich keine Lust mehr auf den Jojo-Effekt habe. Also ich habe in meinem Leben schon sehr viele Diäten gemacht und ich habe überhaupt keine Lust mehr an diesem Spiel teilzunehmen. Deswegen zähle ich jetzt einfach nur noch Kalorien und esse intuitiv. Ich kombiniere das und mal klappt es besser mit dem Abnehmen, mal klappt es gar nicht mit dem Abnehmen, aber mit dem Zunehmen klappt es auch nicht mehr und darüber bin ich total happy, dass ich abnehme oder mein Gewicht halte im Moment. Bis Ende letzten Jahres habe ich minus 10 Kilo abgenommen, in diesem Jahr erst minus 2,5 Kilo. Wenn ich jetzt diese minus 10 Kilo vom letzten Jahr mit irgendeiner Hardcore-Diät abgenommen hätte, dann hätte ich die in diesem Jahr wieder drauf gehabt. Das war immer mein Teufelskreis und den versuche ich gerade zu durchbrechen und es sieht so aus, als ob es funktioniert und dabei nehme ich euch mit. Ich habe mir für mich jetzt überlegt, dass ich meine Vlogs ein bisschen abändere. Ich komme irgendwie nicht so richtig hinterher mit dem Schneiden und es ist mir jetzt zu stressig. Deswegen gibt es jetzt nur noch hier diesen normalen Vlog, montags, mittwochs und freitags. Also mein Plan ist es im Moment, wo ich dieses Video aufnehme, dass ich dann Dienstag, Donnerstag und Samstag so einen Mini-Vlog mache, als Reel oder als Short, je nachdem. Und dann darüber meinen Tag festhalte, weil ich glaube, dass ich dann wesentlich entstresster bin für mich mit dem Schneiden. Es ist ja für mich auch ein Hobby und ich habe nur meinen regulären Alltag irgendwie mit dabei. Ich habe für mich jetzt gemerkt, ich habe für diese Woche aktuell 3 Videos geschnitten. Das war für mich total entspannt vom Schneiden her. Ich habe nicht so rotiert und deswegen habe ich für mich überlegt, nee, das musst du irgendwie runterfahren. Ich wollte aber jetzt sowieso mal irgendwie die anderen Kanäle auch bedienen und dann schlage ich jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe. Diese Vlogs gibt es nur noch Montag, Mittwoch und Freitag und in kurzer Form dann als Short oder als Reel für Instagram Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Ich habe mir diesmal mein Frühstück vorbereitet. Ich habe quasi Meal Prep gemacht heute Morgen, weil ich absolut überhaupt keine Ahnung hatte, was ich frühstücken wollte. Und deswegen gibt es für mich jetzt wieder Haferflocken mit Sojaske, 80 Gramm Heidelbeeren und 80 Gramm Himbeeren. Ich glaube 85 Gramm Heidelbeeren. Und ich freue mich drauf, das jetzt zu genießen. Ich habe mir als Süßungsmittel Erythrit reingemacht. Ich habe das schon Ewigkeiten gefühlt nicht mehr gegessen. Ich glaube, es ist jetzt 1-2 Monate her. Ich weiß es nicht genau. Letztes Jahr war das mein Standardfrühstück und irgendwie habe ich gedacht, okay, du hast jetzt, weil wir hatten irgendwie nichts richtig da. Wir hatten jetzt nur Käse da und ich hatte jetzt ein sehr käsereiches Wochenende, weil wir am Wochenende Raclette gemacht haben, Samstag. Und dann haben wir auch nochmal Sonntag Raclette gemacht, weil alles da war. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf ein Brot mit Käse. Für mich gibt es jetzt die Haferflocken mit dem Sojaske und den Heidelbeeren und Himbeeren. Und ich freue mich drauf, das zu genießen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch eine halbe Zitrone drauf machen, weil ich finde, dass diese Sojaprodukte oft nicht ausgeglichen sind, so in der Säureverteilung, keine Ahnung. Deswegen kommt für mich noch eine halbe Zitrone drüber. Ich werde jetzt mein Frühstück genießen und wir sehen uns gleich zum Mittagessen oder zum Abendessen oder wenn ich Sport gemacht habe und irgendwie Bock habe, das direkt mitzuteilen. Und es gibt heute wieder Froster. Ich habe kurz überlegt, was anderes zu essen, aber das esse ich wahrscheinlich morgen. Es gibt Froster, es gibt Nasi Goreng. Ich habe total Bock drauf. Also wir haben uns neulich mit Froster eingedeckt in einem Laden meines Vertrauens, sage ich jetzt mal. Und es gab keinen Veggie-Froster da. Deswegen gibt es die Fleischvariante. Ich bin auch total froh drum, weil ich habe nämlich total Bock auf Nasi Goreng. Das gibt es, glaube ich, nicht in der Veggie-Variante. Das weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall das genießen. Für mich gibt es hier diesmal 400 Gramm Brokkoli on top, weil einfach in der Packung 400 Gramm Brokkoli drin waren. Und ich freue mich drauf, dass da 100 Gramm mehr drin sind, weil ich irgendwie jetzt gefühlsmäßig heute auch nicht so viel Gemüse gegessen habe. Und das auch von der Portion dann größer ist. Deswegen, also ich bin dann danach gut satt. Ich freue mich jetzt, das hier zuzubereiten. Das werde ich jetzt ratzfatz machen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es fertig aussieht. Und sage euch noch, wie ich mir das nachgewürzt habe. Es ist fertig. Ich freue mich drauf. Ich habe Hunger und ich will es jetzt unbedingt essen. Also ich bin super zufrieden mit den 400 Gramm Brokkoli. Ich weiß jetzt noch nicht vom Essen her, aber so finde ich von der Menge her, wenn man es total sieht, macht es die Portion doch um einiges größer. Also bei den TK-Gerichten ist das so, dass ich die eigentlich immer strecken möchte. Auch nicht muss, aber möchte, weil es mir einfach von der Menge her zu wenig ist. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Knoblauchpulver reingemacht. Dann habe ich mir Ras El Hanout, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber auf jeden Fall habe ich mir ordentlich Ras El Hanout mit drüber gemacht, weil ich das gerne esse und irgendwie hatte ich jetzt Bock drauf. Dann etwas roten Kampotpfeffer und hier oben drüber, das sieht man jetzt hier auf dem Brokkoli ganz gut, da habe ich Sichuan-Pfeffer oben drauf. Der hat so einen zitronigen Touch, den mag ich ganz gerne. Den nehme ich mir quasi auch mit rüber und mache dann immer frisch ein bisschen drauf, weil ich da total Bock drauf habe und
15 Gramm Olivenöl, wenn ich es noch nicht genannt habe. Ich habe richtig aus der Flasche geschöpft, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich drauf, das jetzt zu genießen. Ich will jetzt mein Abendessen essen und wir sehen uns gleich. Mein Abendessen war super lecker. Vor allen Dingen, ich bin ja wirklich so ein Nasi Goreng-Typ. Ich habe früher als Kind beim Chinesen immer nur Nasi Goreng gegessen. Es gab lange Zeit kein anderes Gericht. Das von Froster, das schmeckt natürlich nicht genauso wie das Nasi Goreng meiner Kindheit. Aber es schmeckt super lecker, besonders wenn man es dann noch mit Gemüse aufpimpt. Das war für mich heute genau das richtige Abendessen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich es einfach aus dem Tiefkühler mir schnappen konnte, alles zusammenhauen konnte und für mich die Essensauswahl damit geregelt war. Fertig! War heute genau das Richtige für mich. Ich habe heute Sport gemacht, ich habe es durchgezogen. Es war wirklich, also es war mal wieder ein Angang für mich. Ich hätte ihn wirklich am liebsten geschoben. Aber ich habe letzte Woche schon 2-mal weniger Sport gemacht und ich möchte unbedingt dabei bleiben. Für mich steht wirklich diese Woche auf dem Plan, die 5-mal durchzuziehen. Ich merke halt einfach, dass es mit meinem Alltag auch oft schwierig ist, weil ich es dann erst spät mache, meinen Sport. Und das so eine kleine Herausforderung ist. Aber diese Herausforderung werde ich in der Zukunft für mich gut meistern können. Aber ich habe es getan. Ich habe mich für den Sport entschieden. Der sollte eigentlich 45 Minuten plus dauern. Und dann habe ich einfach in der App drauf geklickt, bitte kürzer machen. Ich habe nur 30 Minuten, die haben mir das verkürzt. Also ich habe beziehungsweise einfach ein anderes Training bekommen, diesmal wirklich. Ich war so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich gesagt habe, bitte kürzer. Ich war total fertig danach. Es war heute richtig anstrengend für mich. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Tag. Früher hätte mein Ich niemals gesagt, mach kürzer. Ich wäre da viel zu stolz für gewesen. Ich hätte das unbedingt durchziehen wollen und hätte dann so lange gewartet, bis ich es nicht mehr hätte machen können, ja, weil es einfach von der Zeit zu spät gewesen wäre und hätte mich dann noch schlechter gefühlt, als vorher nur mit der Überlegung zu verkürzen. Das Ende vom Lied wäre, dass ich einfach in meinem Gedankenkarussell, in meinen Gedanken total zusammengebrochen wäre. Ich wäre total schlecht mit mir umgegangen und ich hätte den Sport nicht gemacht. Und jetzt bin ich so stolz, dass ich gesagt habe, nö, mach kürzer. Es hat mich noch nicht mal genervt. Und dann war der Sport auch noch total anstrengend und hat mich total fertig gemacht. Das hat einfach alles super gepasst. Also Sport gemacht. Ja! Ich habe meine Schritte voll. Ich hatte die, glaube ich, schon voll, als ich hier angekommen bin. Ich hatte überhaupt keinen Bock, hier noch was hin und her zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schritte ich habe. Ich habe aber jetzt eine Zielsiegesträhne von einem Tag. Ja, ich habe es jetzt einen Tag durchgezogen. Gestern war ich so müde, da hatte ich überhaupt keinen Bock, meine Schritte zu gehen. Ich wollte einfach nur ins Bett. Ich war richtig müde und es war mir alles egal. Deswegen habe ich meine Zielsiegesträhne verpasst und es war gut so, dass ich mich fürs Bett entschieden habe und nicht irgendwie um jeden Preis noch meine Schritte voll zu machen. Ich hätte, glaube ich, noch so 3000 Schritte gebraucht oder 4000 und das hat mich gedanklich gestern total überfordert. Deswegen starten wir jetzt bei einem Tag. Ich habe immer noch die 30 Tage Zielsiegesträhne vor. Eigentlich möchte ich die 60 Tage erreichen. Ich glaube, meine längste Zielsiegesträhne liegt bei 57 Tagen. Und ich möchte sie knacken. Ich möchte sie knacken. Ich bin so ein Highscore-Typ. Ich mache vielleicht nicht mehr mein Schritteziel nach oben, aber mit sowas spiele ich dann schon. Ich bin aber auch jetzt viel netter zu mir, wenn ich halt meine Schritte am Tag nicht voll kriege. Das war unabhängig von der Zielsiegesträhne früher bei mir ein Riesendrama, wenn ich mein Schritteziel verpasst habe. Ich habe es richtig als Drama gefühlt. Ich war entsetzt von mir, ich war geschockt. Also ich hatte richtig viele negative Gefühle dann in mir drin. Und ich bin froh, dass ich jetzt sage, gut, okay, dann ist es halt so. Auch mit den Schritten, dann ist es halt so. Aber trotzdem, für mich stehen jetzt wieder die 30 Tage auf dem Plan. Erstmal 10 Tage und dann sehen wir weiter. Ich war natürlich nach dem Sport kalt duschen. Ich habe es durchgezogen. Also ich war duschen und dann war ich kalt duschen, weil für mich geht das nicht ohne warm duschen. Was mich heute ein bisschen genervt hat, meine Uhr ist mal wieder abgestürzt. In der letzten Zeit stürzt meine Uhr immer beim Speichern der Aktivitäten ab. Was mich ein bisschen nervt, aber ich weiß ja, dass ich kalt duschen war. Ich habe 5 Minuten und 30 Sekunden kalt geduscht. Ja, ich habe es durchgezogen. Ich hatte das jetzt schon die letzten Woche, dass dann auch mal mein Sport nicht von der Uhr getrackt wird. Ich bin aber mehr als meine Uhr. Ich brauche nicht meine Uhr, die mir sagt, du hast es gemacht oder ich muss es auch nicht gelockt haben, sage ich jetzt mal. Aber es nervt schon. Es nervt schon. Und trotzdem war ich heute kalt duschen. 5 Minuten, 30 Sekunden hat mir wieder super gut getan. Und ich bin happy, dass ich das mittlerweile ohne nachzudenken mache. Vorher habe ich einfach keine Lust dazu, aber meine Hand reagiert einfach vor meinem Kopf. Also es ist so eine Routine, die macht dann einfach das Wasser kalt und es ist einfach unter der Dusche so eine Routine, die sich dann abspielt, wenn ich fertig geduscht habe. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das für mich nach dem Duschen
mittlerweile eine Routine ist. Ich werde jetzt ins Bett huschen. Ich freue mich richtig auf mein Bett. Einfach wieder meinen Körper auszustrecken, jedes Knöchelchen nachzuempfinden und den Tag hoffentlich direkt gedanklich abzuschließen. Das ist bei mir immer noch ein Problem, dass mein Gehirn dann anfängt, gedanklich loszulegen. Das nervt mich noch ein bisschen, dass meine Gedanken noch so Rambazamba machen da oben in meinem Kopf, wenn ich einschlafe. Es geht aber mittlerweile mal besser und mal schlechter. Ich hoffe, ich kriege das für mich noch so eingestellt. Also mein Liebster und meine Schwester, die legen sich ins Bett und sind weg. Und das ist für mich ein Traum. Das ist ein Traum. Auf der anderen Seite will ich aber nicht direkt weg sein. Also ich möchte schon so diesen Einschlafprozess merken. Ich möchte wirklich so meinen Körper quasi nochmal so abschließend nachempfinden, nochmal kurz über den Tag nachdenken, aber nur kurz, nicht so lange. Ich hoffe, dass mir das jetzt heute gelingt. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.